Medikamente sind mit größter Vorsicht zu nehmen. Einerseits, weil die meisten Ärzte keine Ahnung haben, was sie da tun. Andererseits, weil niemand weiß, was in Medikamenten ist. Und drittens gibt der Allmächtige durch die Natur auch wirklich alles, was wir brauchen. Und Elektrolyse ist immer gut, besonders wenn man Medikamente nimmt. Heide hat Schmerzen beim Gehen in Waden und Füßen. Was kann ich machen? Also ich kann dir, Heide, empfehlen, dass du so schnell wie möglich Elektrolyse in meiner Homepage besorgst und deine Füße entgiftest. Sei froh, wenn sie so angespannt sind, dann heißt das, Giftstoffe in deinem Körper landen nicht in deinem Gehirn oder in deinem Herzen oder Leber, sondern in deinen Füßen und Beinen. Und Elektrolyse holt sie daraus. Das ist was Feines, danach geht es dir gut. Etwas, was dir auch sehr gut hilft, ist, wenn du, nachdem du dich geduscht hast, durch deine Beine so heiß, wie du aushalten kannst, so dass die Beine richtig durchgeheizt sind. Und dann eiskaltes Wasser, bis sie eiskalt sind, und dann wieder sehr warmes Wasser, bis sie wieder warm geworden sind. Danach gehst du ins Bett und am nächsten Tag bist du wieder wie damals, als du 18 warst. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du jetzt bist, aber wie ein junges Reh wirst du hin und her hüpfen und Männer anmachen. Als der Allmächtige die Schöpfung erschaffen hat oder damit anfing, hatte er einige Prinzipien, die niemand brechen darf. Zum Beispiel Einheit, alles ist eins. Oder Gleichheit, niemand ist mehr oder weniger wert, niemand. Oder Brüderlichkeit, dass wir alle eine Familie sind. Freiheit und Gerechtigkeit, das sind die Prinzipien. Und dann hat er Gesetze erlassen. Gesetze sind, man könnte, also ich sage jetzt, Gesetze sind Struktur der Schöpfung. Genauso wie die Elemente der Schöpfung, es gibt 4. Und vieles mehr. Und das alles ist in einem Schöpfungsbuch, ich nenne es Bibliothek Gottes, sehr präzise und genau geordnet und wird aktualisiert und erweitert und so weiter. Als manche Kinder Gottes, man könnte sagen, Gott verlassen haben, Gott verraten haben, selber Gott sein wollten, eigenes Reich haben wollten ohne Gott. Und man hat alles versucht, um sie zur Besinnung zu bringen und sagen, was macht ihr da für einen Quatsch? Und so weiter, das alles hat nicht funktioniert und sie haben weitergemacht und am Ende sind wir jetzt hier gelandet, wo wir sind. So. Die niedrigste Schwingung in der Gesamtheit der Schöpfung finden wir hier auf dieser Erde. Wenn ich sage Schwingung, meine ich nicht so die Wertung, diese esoterische Ausscheidung von irgendwelchen Leuten, die null Ahnung haben und viel reden, sondern mit Schwingung meine ich etwas ganz, ganz Besonderes. Egal, auf jeden Fall, eines Tages hat der Allmächtige eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, also er hat über sich und seine Verwalter gesagt, wir geben allen die Möglichkeit, aus ihren Fehlern zu lernen, diese geistige Reife zu erlangen und selber zurückkommen, weil sie selber gegangen sind, sollen sie selber zurückkommen. Und dann schicken wir Gesandten zu ihnen, die sie informieren, aufklären und so alles. So, und dieser Plan ist in einem Buch von seiner Hand niedergeschrieben. Das ist der Hintergrund, warum viele sagen, es steht geschrieben. Also wenn die Menschen sagen, es steht geschrieben, dann meinen sie so einen Scheißdreck wie Bibel oder Koran oder was weiß ich.
was die Menschen geschrieben haben, um Macht über Menschen zu haben. Wenn ich sage, es steht geschrieben, dann meine ich durch die Hand Gottes für die Ewigkeit, gültig für alle Zeiten, für die ganze Unendlichkeit und für alle, unantastbar. In diesem Buch hat er die Entscheidung getroffen, dass er mit dieser niedrigen Schwingung nichts zu tun haben will und dass bestimmte dafür gibt es kein Wort in Menschensprache, aber sowas wie bestimmte Persönlichkeiten, die ihm sehr nah sind, waren und sind, hierher kommen und die Kinder Gottes dabei begleiten, wieder zurück nach Hause zu finden. So, und der Chef von diesem Unternehmen ist Christus. Christus hat Helfer und so weiter. Und dann gibt es unterschiedliche Arten von Helfer. Das ist, irgendwann schreibe ich ein Buch. Und Christus ist der Chef. So, alles, was außerhalb der göttlichen Reiche geschieht, hat er die Führung darüber. Also wenn er sagt, ich bin der Weg, dann meint er damit auch das. Also nicht nur das, sondern auch das. Und all das steht in diesem Buch von der Hand Gottes geschrieben. Es steht geschrieben. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin für euch da, heute und morgen und alle Tage. Heute, das heißt jetzt, im Jetzt und Hier. Morgen bedeutet auch morgen, da ändere ich meine Meinung nicht. Ich bin heute und morgen für euch da und alle Tage. Das heißt, egal wie viele Tage vergehen, bis in alle Ewigkeit. Bis ans Ende aller Dinge. Dinge sind vergängliche Dinge. Damit sind die Dinge gemeint, die außerhalb der göttlichen Reiche existieren, so wie hier Fleisch und Blut und so weiter. Das alles existiert nicht, wo wir zu Hause sind. Ich bin für euch da, heute und morgen und alle Tage. Bis ans Ende aller Dinge. Das heißt, bis zum jüngsten Tag, wenn das hier, diese ganze Schlamassel ein Ende hat. Ich werde einer der Letzten sein, die das materielle Universum verlassen. So steht es geschrieben. Und so erfüllt es sich bereits. Also wenn ich solche Sachen sage, dann hat es einen wirklich sehr tiefen Sinn. Und das ist keine Spielchen mit Worten oder sowas, sondern das hat wirklich eine unglaublich gigantische Bedeutung. Also Gott hat mit dieser Welt nichts zu tun. Gott berührt diese Welt nicht und macht nichts. Christus ist der Chef und es ist eine Aufgabe und das macht er auch wirklich sensationell. Und ich bin überaus glücklich, das ist für mich das größte Glück überhaupt, die größte Ehre, dass ich sein Schüler bin. Die 10 Gebote sind echt. Der wichtigste Auftrag von Mose war, dass der Kollege damals ein winziger Auszug, das muss man verstehen, das ist ein winziger Auszug aus dem ewigen Gesetz, von den Gesetzen, die ich gesagt habe, die Gott erlassen hat. Das ist ein winziger Auszug aus dem ewigen Gesetz. Und das passte damals zu der Zeit perfekt. Diese Gesetze gelten heute noch. Aber das Problem ist, dass die Sprachlichkeit war nicht so entwickelt wie heute und dass bei Übersetzung eine ganze Menge schiefgelaufen ist und teilweise bewusst man das alles manipuliert hat. Was kann ich gegen Parasiten empfehlen? Das Beste, was man, es gibt wirklich sehr hinterlistige Parasiten. Für mich sind die schlimmsten Parasiten die unser Bewusstsein manipulieren. Die leben direkt im Gehirn. Und erstens industriell hergestellte Sachen lassen. Komplett, radikal. Und wirklich möglichst
Zum Beispiel, wenn man Fleisch isst, dann wirklich die beste Qualität von Metzgerei und nicht von Supermarkt oder sowas. Da kriegst du nur Abfall. Wenn du Obst und Gemüse kaufst, dann nur Bio. Es gibt immer noch Biomärkte, wo die Bauern ihre Sachen verkaufen. Wenn du Eier isst, Bio-Eier und so weiter. Also das beste Essen. Lauretana-Wasser empfehle ich. Ich empfehle euch, so eine Kupferflasche euch zu besorgen, Lauretana-Wasser reinmachen, 1 Tag, 2 Tage stehen lassen und dann auch so einen Kupferbecher besorgen. Und fasten, das hilft. Also es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es gibt 3 Arten von Menschen, die es in dieser Welt gibt. Die meisten Menschen sind, ich würde sagen 75% der Menschen sind super Anfänger. Sie wollen wirklich von null Ahnung wollen sie anfangen, sich zu entwickeln. Das sind die Drogen nehmen, Pornos anschauen, Zigaretten rauchen, industriell hergestellte Sachen reinhauen, beschissene Filme und Videos, Spiele und Videos bei TikTok anschauen. Die sind einfach wirklich Anfänger in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. So, und dann gibt es vielleicht 20% noch Menschen, die sind weiterentwickelt und sie wollen helfen. Sie haben verstanden, wir sind in dieser Welt, um zu helfen und um geholfen zu bekommen, Hilfe zu empfangen. Und dann gibt es eine ganz winzige Zahl von denen, die wirklich persönlich von Christus gesandt sind in diese Welt, um das zu erfüllen, was geschrieben steht. Und die werden massiv fertig gemacht. Schon als Kind, in der Familie. Die sind nirgends willkommen. Und die zweifeln an sich und irgendwann geben sie auch auf. Was sagst du zur Aussage von manchen Frauen, die sagen, warum soll ich meine Achseln, wahrscheinlich auch Beine, Intimzone rasieren, wenn die Natur uns doch so erschaffen hat? Ich weiß dann nie, was ich darauf antworten soll. Also, Punkt Nummer 1. Der Körper ist eine Leihgabe der Natur. Hat also natürliche oder Naturgesetze. So. Punkt Nummer 2. Wir suchen uns den Körper selber aus, dass wir sagen, so will ich, teilweise muss ich so aussehen. Also drittens, wir sind keine Naturprodukte. Wir sind Lichtwesen. Je niedriger ein Mensch schwingt, umso behaarter ist er. Tut mir wirklich sehr leid, ist so. Das heißt, wir tendieren eher so Richtung Affen. Dass wir die Arschbacken voll von Haaren haben und so weiter. Oder überall so viele Haare, da weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Und diese Idee, ich rasiere mir Barthaare, Achselhaare zwischen den Beinen, bei Utensilien und so weiter, das kann eine Modeerscheinung sein, und das kann aber auch eine Persönlichkeitssache sein. In dem Sinne, dass man sagt, zwischen meinen Beinen ist es warm, es ist dunkel, es ist feucht, dann ist doch klar, dass die Bakterien dort wirklich Oktoberfest und Weihnachten zusammen feiern. Und dann fängt es an zu stinken und dann wird man krank. Früher, als wir keine Klamotten und so weiter hatten und rumlaufen mussten, bei Wind und Wetter jagen mussten und so weiter, dann hat es Sinn gemacht, dass wir diese Haare hatten. Aber jetzt macht es keinen Sinn mehr. Und dann ist das natürlich eine persönliche Entscheidung, dass man sagt, mir ist das egal, meiner Freundin ist das egal. Oder nein, mir ist das wichtig, meiner Freundin ist das wichtig, dann machen wir das. Jeder kann es so machen, wie er will. Also so eine Sache kann man nicht pauschal ja, nein, richtig, falsch sagen, sondern man muss vieles berücksichtigen.
was du spürst, wenn du Bibel liest, ist ein Trick, weil Bibel ist, also es ist nicht der Wille Gottes gewesen, es ist nicht der Wille Christi gewesen, dass überhaupt eine Religion entsteht durch Christus und dass so ein Buch entsteht. So. Und die einzige mir bekannte Überlieferung oder Offenbarung, Evangelium, ist das, was Johannes geschrieben hat. Der Rest ist eigentlich nur Müll. Erzählungen. Weil man dass Christus da war und all das passiert ist, nicht vergessen konnte und auch nicht wollte. So ist die Bibel entstanden. Und ein religiöses Gefühl von Geborgenheit und Verbundenheit und so weiter ist was anderes als eine Liebesgefühl, Einheitsgefühl mit dem Allmächtigen und mit Christus. Und das ist sehr anstrengend, weil entweder du bist ein Mensch oder du bist wie Gott. Das bedeutet, Persönlichkeitsentwicklung ist die Entwicklung immer weiter weg von Mensch Richtung Gott. Das ist eine weitere Erklärung, warum Christus mit Recht sagt, ich bin der Weg. Dieser Begriff toxisch ist eine satanische Erfindung, um Menschen gegeneinander aufzustacheln. Psychologie ist eine Erfindung, um Menschen fertig zu machen, um sie verrückt zu machen. Wenn ihr euch die Geschichte von Sigmund Freud euch anschaut, diesen psychopathischen Arsch, der wirklich sexkrank war, ob es geschneit hat, geregnet hat, ob die Sonne schien, alles hatte irgendwas mit Sex zu tun. Und zum Beispiel auch was Hypnose ist. Was ist eigentlich Hypnose? Warum macht man das? Werdet ihr erkennen, dass dahinter ein System, ein satanisches System steckt, um uns Menschen verrückt zu machen, um uns kaputt zu machen und uns fertig zu machen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Mit Biopsie meint man, dass man von dem kranken Gewebe irgendwas entnimmt, um es zu untersuchen. So, stellen wir uns vor, du hast irgendwie, was weiß ich, Krebs oder Geschwülst und das bedeutet, der Körper hat alle Giftstoffe, Bakterien dort eingefangen, wie ein Gefängnis. All diese Kriminellen hat der Körper da reingeschmissen und isoliert und dadurch ist ein Geschwülst entstanden. Oder Wucherung, was Mediziner sagen, oh, Krebs. Dann kommen die Mediziner und sagen, wir müssen da reinstechen. Wir müssen ein Loch da reinmachen, obwohl sie wissen, eine einzige Zelle von diesen Viren, Bakterien, Parasiten, was auch immer es ist, den ganzen Organismus ruinieren kann. Stechen sie einmal, zweimal, 20 Mal da rein, die Kriminellen, die sich Mediziner nennen. Und dadurch verbreiten sie, durch diese sogenannte Untersuchung, die keine ist, verbreiten sie das erst recht im Körper. Die Folge ist, dass statistisch gesehen kurze Zeit danach die Patienten sterben, die sonst viele Jahre gelebt hätten. So, das oder ähnlich passiert es bei Psychologie, dass diese Idee jetzt, Gott, ich bitte euch, mir genau zuzuhören, okay? Hört gut zu. Ich habe einen roten Hut auf. Ich stelle mich vor dem Spiegel und im Spiegel habe ich auch einen roten Hut und sage, passt eigentlich nicht. Ich nehme einen gelben. Dann setze ich einen gelben Hut auf, passt auch nicht. Dann kommt ein Psychologe und sagt,
Der Spiegel ist toxisch. Der Spiegel meint es nicht gut mit dir. Das heißt, ich bin die Ursache, ich bin das Original, das da ist die Reflexion. Bin ich ein Arschloch, ziehe ich Arschlöcher an. Bin ich scheiße drauf, ziehe ich Menschen an, die scheiße drauf sind. Bin ich ein Betrüger, ziehe ich Betrüger. Bin ich ein Selbstbetrüger, ziehe ich auch Betrüger an. Werte ich mich selber ab, ziehe ich auch solche an. Bin ich aggressiv, ziehe ich aggressive Menschen an und so weiter. Das ist immer Gleiches zieht zum Gleichen. Dann kommen die Psychologen und sagen, nein, du bist vollkommen so, wie du bist. Er ist toxisch, dein Mann ist toxisch. Du bist natürlich die Vollkommenheit in Person. Von deinem Arschloch bis zu deinem Mund bist du perfekt. Er ist toxisch, er ist der Grund, er ist das Problem. Schaff ihn weg, hol dir einen anderen Mann. Ist auch toxisch, auch dann bist du nicht schuld, du bist nicht die Ursache. Dann hol dir einen anderen Mann. Die Folge ist, alle sind toxisch, nur du nicht. Die Folge ist, du isolierst dich, du hast Angst vor toxischen Menschen, die lauern, die warten schon vor der Haustür. Wenn du aus dem Haus gehst, springen dich die toxischen Menschen an. Nein, Leute, das ist scheiße. Hört mit dieser toxischen Scheißdreck einfach auf. Toxisch ist niemand. Die Menschen werden vom System aus dazu, sagen wir, manipuliert. Manche sind mehr anfällig, andere sind weniger anfällig. Die Menschen werden dazu gebracht, gegen andere vorzugehen. Deshalb hört auf mit dieser toxischen Scheißdreck. Damit ruiniert euch selbst das Leben und das ist das Gegenteil von sozialer Intelligenz. Richtig ist, wenn ich Scheiße anziehe, dass ich sage, Moment. Was hat er gesagt? Der geistige Lehrer hat gesagt, konzentriere dich nicht auf die Erfahrung, die ist unwichtig. Wie die Verpackung von einem Weihnachtsgeschenk. Die Verpackung ist egal. Das Geschenk ist da drin. Also mach die Verpackung auf, mach die Erfahrung auf und achte auf die Botschaft. Die Erfahrung sagt etwas zu dir über dich. Etwas, was du verstehen musst, etwas, was du korrigieren musst. Und das bedeutet, wenn ich etwas erlebe, was ich nicht erleben wollte eigentlich, etwas Hässliches und so weiter, dann muss ich mich nach innen drehen und sagen, was in mir, weil ich bin der Magnet, was in mir hat das angezogen. Da geht es nicht darum, dass man sich verurteilt oder sowas. Es geht nur darum, die Frage ist, was muss ich in mir korrigieren? Nicht in meiner Freundin oder Nachbarn oder Ex-Freund, nächster Freund, dieser Freund, anderer Freund. Was muss ich in mir korrigieren? Denn wir ziehen nur das an, was wir sind, nicht was wir wollen. Was? Wir ziehen das an, was wir sind, nicht was wir wollen. Und deshalb regt mich das auf, dass diese Arschlöcher, die sich Psychologen nennen, so eine Kacke in die Welt bringen und die Menschen gegeneinander aufstacheln. Wir sind nicht in dieser Welt, um andere fertig zu machen. Wir sind hier, um zu lernen, um uns selbst zu veredeln. Wie kann man finanziell aus dem Hamsterrad aussteigen? Du hast es so gut formuliert. Also besser hättest du es nicht formulieren können. Hamsterrad. Schatzelein, du bist ein Hamster. Wenn du aus diesem Hamsterrad aussteigen willst, darfst du nicht wie ein Hamster denken, essen, fühlen, trinken. Sei kein Hamster, dann brauchst du das Rad nicht, dann wirst du reich. Rad bedeutet ja, die Dinge wiederholen sich. Achte auf Dinge, die sich wiederholen in deinem Leben, die sind nicht gut für dich. Woher weiß ich, dass ich auf meinem richtigen Lebensweg bin? Das ist eine schöne Frage. Die Antwort ist schöner. Indem du merkst, dass es dir Tag für Tag besser geht, dass du mehr verstehst,
dass du glücklicher wirst, du wirst ruhiger, du siehst mehr, du kannst mehr Informationen verarbeiten, du hörst mehr, du spürst mehr. Alles wird besser. Du erkennst, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn dein Umfeld immer aggressiver wird gegen dich. Deine eigene Mutter, dein eigener Vater, du kommst mit deinem eigenen Kind nicht klar. Deine Kinder halten dich für bescheuert. Deine eigenen Geschwister ekeln dich aus der Familie raus. Sie tun so, als hättest du den Verstand verloren. Als wärst du in einer Sekte. Als hättest du dies, als hättest du das. Sie sind alle perfekt. Die sind alle vollkommen. Nur mit dir stimmt was nicht. Nein, wenn du sowas erlebst, ich sage dir, du bist eine Lichtwanderin. Du bist ein Lichtwanderer. Karma, so wie die Inder das meinen, existiert nicht. Alles, was wir essen, trinken, tun, sagen, erleben, alles wird in unserer Seele gespeichert. Und die Seele ist das, was wir von Inkarnation in die nächste Inkarnation mitnehmen. Heißt, die Speicherungen nehmen wir mit. So, und je nachdem, was der Schwerpunkt ist, zum Beispiel in der aktuellen Inkarnation bei mir, ist mit ein Schwerpunkt Komponieren. Ich war in 3 Inkarnationen ein Komponist und wie soll man das nennen, diese Fähigkeiten, kompositorische Fähigkeiten und so weiter, helfen mir jetzt, eine Stufe höher zu steigen, was Musik machen und Komponieren angeht. Das ist so. Also Karma in dem Sinne gut, böse und so weiter gibt es nicht, sondern in dem Sinne, alles was du tust, liest, machst, wird in dir gespeichert. Und diese Speicherungen werden nicht nur in dir gespeichert, sondern auch in Planeten, Sonne, Jupiter, Mond und so weiter. Und je nachdem, wann es für dich Sinn macht, werden diese Speicherungen in dir aktiviert, damit du entweder sie nutzt, weil du gute Speicherungen hast, oder dass du dich davon löst, weil du nicht so schöne Speicherungen hast. Ist bei uns allen so. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen, müssen wir auch nicht. Wir sind hier, um zu lernen und zu lehren. Wir sind hier, um Hilfe zu bekommen und Hilfe zu geben. Ich gebe mein ganzes Leben lang mit Freude und bedingungslos, doch ich habe mich selbst verloren. Ja, Mäuschen, dann warst du nicht bedingungslos, das war nicht Hingabe, wenn du dich verloren hast, das war Selbstzerstörung. Habe ich auch gemacht. Ich habe auch Selbstzerstörung mit Hingabe verwechselt. Ich habe auch gedacht, wenn ich alles für alle tue, bin ich ein guter Mensch. Nein, ich war dumm. Ich war dumm. Ich habe mich selbst kaputt gemacht. Das war Selbstzerstörung. Das war nicht Hingabe, war auch nicht selbstlos. Hornhautverkrümmung entsteht durch Ablagerung von Giftstoffen in Hornhaut. Das heißt, die Hornhaut deformiert sich durch schlechte Ernährung. Das Problem ist, früher konnte man sagen, ja, das ist schlecht, das ist schlecht. Heutzutage ist alles belastet. Von daher muss man viel mehr darauf achten. Ihm würde Fasten helfen. Und dass er Dinge, die er normalerweise isst und gerne isst, dass er es weglässt. Dann geht es den Augen auch besser. Und zusätzlich es gibt so homöopathische Mittel für Augen. Es gibt Augenübungen, die helfen. Und ich komme nicht darauf, was war das nochmal? Augen. Und Vitamine wie zum Beispiel Vitamin A und E und D und so weiter. Also wenn du Nasennebenhöhlenentzündung hast, Mäuschen, bedeutet, in deiner unmittelbaren Umgebung nervt dich etwas massiv. Dein Freund, deine Freundin, ich weiß nicht, bist du weiblich, männlich, deine Tochter, dein Sohn, irgendwas nervt dich. Wenn du das wegschaffst, geht es deiner Nase gut. Man sagt ja nicht umsonst, ich habe die Nase voll. Also Entzündung bedeutet, der Körper wehrt sich oder die Seele wehrt sich gegen irgendwas. Ich habe meinen erstgeborenen Sohn schlecht behandelt, damals wusste ich es nicht. Und jetzt weiß ich es und ich entschuldige mich bei ihm, aber er nimmt es nicht an. Ich würde sagen, Tanja, ob er deine Entschuldigung annimmt, ist nicht deine Angelegenheit. Wenn du darunter leidest, dass er deine Entschuldigung nicht annimmt, dann meinst du es nicht echt, nicht ernst. Dann bist du nicht ehrlich. Du musst erstmal dir selbst verzeihen.
Das heißt, du schaust zurück auf deine Schandtaten und du fühlst dich nicht mehr unwohl. Dass du Verständnis für dich selbst hast und sagst, mit dem Bewusstsein wäre was anderes gar nicht möglich und den Schaden, den ich jetzt bei ihm angerichtet habe, versuche ich gerade zu biegen. So, das ist dein Part. Aber ob er es annimmt oder nicht, ist nicht dein Part. Das ist seine Angelegenheit. Aber in der Regel ist das so, wenn die Leute deine Entschuldigung nicht annehmen, dann liegt es daran, dass du einfach irgendwas redest, in irgendeinem esoterischen Buch gelesen hast, wie man verzeiht und um Vergebung bittet, aber eigentlich hast du keine Ahnung davon. Christus hat Christentum nicht ins Leben gerufen, das haben seine Gegner getan, um die Menschen von Christus abzulenken Richtung irgendeine bescheuerte Religion, die nicht mal Sinn macht. Von den Begleitern von Christus gab es nur 3, die wirklich bis zum bitteren Ende ihm treu geblieben sind. Das war Johannes, das war Petrus und Judas. Und alle 3 sind für Christus gestorben. Alle 3. Die anderen sind abgehauen, haben sich ein schönes Leben gemacht. Ich möchte euch nur nochmal sagen, ich bin wirklich für euch da. Heute und morgen und alle Tage, bis ans Ende aller Dinge. So steht es geschrieben und so geht es bereits in Erfüllung. Ich liebe euch.